Ich habe diese Kraft nicht aus mir. Sie fließt mir zu. So bin ich bloß angeschlossen an diese göttliche Kraftquelle. Nicht ich heile, es heilt nämlich das Große, Allmächtige über mir. In Rosenheim war in der Gemeinschaft der Freund Hohmann. Er stammte aus Danzig, hat eine Schule geleitet, ein Gymnasium und war in Geschichte ein Professor und als Hobby Grenzwissenschaftler. Hat in Rosenheim Bruno Gröning kennengelernt, ist in die Gemeinschaft gekommen. Er wollte ihn zuerst als Wissenschaftler irgendwo einordnen und das hat er dann aufgegeben, weil er erkannt hat, dass er und die ganze Wissenschaft Grenzen kennt und dieser Bruno Gröning eben keine Grenzen hat. Und dieser Professor Hohmann hat diese Schrift verfasst, um sie dem Gericht vorzulegen, als Bruno Gröning vor Gericht gezerrt wurde, um ihn zu verteidigen. Und aus dieser Schrift will ich heute ein kleines Stückchen vorlesen und zur gegebenen Zeit mehr und alles, ja. Er schreibt hier: Wer ist Bruno Gröning? Ich besuchte erstmalig im Sommer 1955 eine Gastversammlung im Rosenheim und bekam dabei erstmalig Kontakt mit Herrn Gröning. Sein Begleiter, ein gewisser Herr Schmid, Heidelberg, sprach vorher ein paar einführende Worte, etwa folgende: Es wird jetzt gleich Herr Gröning zu Ihnen sprechen. Wie Sie alle wissen, ist er kein gewöhnlicher Mensch, sondern besitzt übernatürliche Kräfte. Jeder empfängt davon, auch wenn dieser oder jener nichts spüren sollte. Einige werden plötzlich befreit, andere müssen länger warten und so weiter. Über der Versammlung lag eine glückliche, erwartungsvolle Stimmung. Nicht wie vor einem Konzert oder Theater, sondern mehr ein feierlicher, verinnerlichter Ausdruck. Jeder war schweigsam in sich versunken, in Sammlung und Andacht vertieft. Es war gewissermaßen eine echt religiöse Einstellung, die Zuversicht und Geborgenheit verriet. Jetzt tritt Gröning ein. Er spricht in einfachen, kurzen Sätzen über Gut und Böse. Er steht da mit verschränkten Armen, völlig passiv. Nicht das Geringste von heilender Tätigkeit ist zu bemerken. Diese passive Einstellung behält Gröning bis zum Schluss bei. Er spricht ruhig und gelassen, hält inne, stellt ab und zu eine Zwischenfrage, fährt langsam fort, geht auf die heutige Zeit ein, erwähnt die Bedrohung durch die Technik und die Atombombe, zeigt die Gefahren des Bösen auf und erklärt im Einzelnen, wie die Menschheit davon bedroht wird. Er bemerkt, wie Hass, Habgier und Neid Kriege vom Zaune brechen, wie das Böse uns alle zugrunde richtet. Dann macht er plötzlich eine längere Pause, mustert Reihe um Reihe eine Weile schweigend die Anwesenden. Dann greift er einen heraus und fragt ihn: Was führt Sie zu mir? Der Angesprochene ist stutzig. So gibt Herr Gröning selbst folgende Antwort: Nun, das Böse.
Sie kommen doch her, um das Böse abzulegen. Wenn sie sich nicht mit dem Bösen behaften, dann sind sie frei und glücklich. Also weg damit. Erst wenn sie mit Gott verbunden sind, dann sind sie geborgen. Das ist aber sehr einfach. Legen Sie ab Hass, Neid, Habgier, Stolz, Lüge und Klatschsucht, Betrug, Hartherzigkeit. Werfen Sie hinaus all das Böse und Sie werden verbunden mit der göttlichen Kraft. Dann erst ist Ihr Seelenleben gesund, denn Sie stehen ja in Verbindung mit Gott. Dann ist auch Ordnung in Ihrem Körper. Wo Gott ist, gibt es keine Disharmonie. Schauen Sie doch hinauf in den Sternenhimmel. Betrachten Sie doch die Schönheit in der Natur. Alles ist doch so kraftstrotzend und gesund, weil es mit der göttlichen Kraft in Verbindung steht. Dort gibt es keine Krankheit. So auch bei Ihnen, wenn Sie sich mit der göttlichen Kraft verbinden. Bewundern Sie doch die Schönheit und Herrlichkeit der Blumen und Pflanzen. Ja, welche große Gesundheit überall. Viel mehr davon kriegt der Mensch ab, wenn er nur gut ist und will, denn er ist ja die Krone der Schöpfung. Alles wird ihm geschenkt mit vollen Händen, wenn er sich von dem Bösen trennt, wenn er gottgläubig und gut ist, wenn er natürlich lebt und sich nicht mit der Sünde behaftet. Ich bringe ihnen das Gute. Ich gebe ihnen die göttliche Kraft, nicht aus mir selbst. Ich stehe unter Befehl. Ich muss es tun. Ich kann nicht anders. Aber danken Sie mir nicht. Ich bin ganz klein. Ich bin Ihr Schüler, nicht Sie. Sie sind meine Lehrer. Ich heile nicht. Als Werkzeug, als Mittelsmann gebe ich an Sie göttliche Kraft ab. Bitte, bedienen Sie sich. Es liegt ganz an Ihnen, wie viel Sie davon empfangen. Jeder erhält so viel, wie er gerade verdient. Das heißt, wie weit er an Gott glaubt und auf das Gute eingestellt ist. Wer sich abschließt, ins Böse steuert, kann die göttliche Kraft nicht erhalten. Dem kann auch nicht geholfen werden. Ich bin zu Ihnen gekommen und biete Ihnen allen diese übersinnliche Kraft an. Aber eine wirkliche Chance haben nur die Guten. Die Zweifler, die Skeptiker, die Feindseligen schließen sich selbst aus. Ich bin auch diesen Menschen nicht böse. Ich hasse nicht, denn ich behafte mich nicht mit dem Bösen. Ich will jedem von ihnen das Heil bringen, weil ich eine Mission zu erfüllen habe. Ich selbst aber verdiene keinen Dank. Danke Sie dem da oben. Ich bin ja nur sein kleiner, armer Diener. Ich habe diese Kraft nicht aus mir. Sie fließt mir zu. So bin ich bloß angeschlossen an diese göttliche Kraftquelle. Nicht ich heile. Es heilt nämlich das Große, Allmächtige über mir. Ich bin geladen. Wenn Sie sich gläubig bedient haben, sind Sie jetzt auch geladen. Was spüren Sie denn,
Beobachten Sie Ihren Körper. Ja. Und dann fragt er, was der Einzelne spürt. Und liebe Freunde, beobachten Sie auch jetzt Ihren Körper, solange Sie in diesem Hause sind. Solange Sie zu Hause auf das Gute eingestellt sind. Und ich wünsche, dass Ihr ganzes Leben auf diese gute Sendung eingestellt bleiben.